I'm born ready. Hey, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben jetzt bei Signature so eine richtig coole Werkzeugrolle aus Segeltuch. Extrem robust, recht gross. Also da bringen wir sicher alles rein, was wir so brauchen unterwegs. Heute packen wir natürlich die Rolle für die Vespa-Fahrer und vor allem für die Schaltrollerfahrer. Also wenn du eine Automatik-Vespa hast, kenne ich mich leider nicht so gut aus, aber umso mehr mit Schaltroller. Jetzt, was kann bei so einer Vespa, wenn du unterwegs bist, kaputt gehen? Ich meine, der absolute Klassiker, irgendein Kabel reisst. Das Kupplungskabel, Gaskabel. Also wir müssen ganz sicher das Werkzeug haben, zum Kabel wechseln. Eine Platte, man glaubt es fast nicht, aber es passiert doch ab und zu, dass man eine Platte hat. Sorgt dafür, wenn ihr losfahrt, dass ihr ein rechtes Ersatzrad dabei habt. Ich mache das jeweils so, viele Kunden, wenn sie hierher kommen, die haben zum Teil 30-jährige Ersatzräder drauf. Ich tue im Service immer, wenn ich Reifen wechsle, einfach den besten Reifen, abgefahrene Reifen, den ich habe, nehme ich als Ersatzrad. Aber ich schaue, dass das Ersatzrad nicht älter als 10 Jahre ist, dass der Gummi nicht mega pickelhart ist. Ihr könnt 4-5 Bar reinhauen, weil wenn ihr dann das Rad ein Jahr später braucht, sind ihr froh, hat es vielleicht noch ein bisschen Druck drin. Also wir brauchen Werkzeuge, um das Rad zu wechseln. Dann, klar, Zündung, oder? Kerzenstecker, Zündspulen. Diese Sachen müssen wir tauschen. Und dann haben wir schon relativ viele Sachen im Griff. Der Rest, schwierig zu sagen. Also was nehmen wir noch mit? Wir nehmen Bastelmaterial mit. Gut. Also, dann zeige ich euch mal, was bei mir in meiner Rolle so ungefähr drin ist. Der absolute Klassiker, der Leatherman, kostet ein bisschen Geld, aber für das Geld bekommt man extrem viel. Oder? Wir haben eine Kombizange, wir haben diverse Schraubenzieher, Messer, Sagi, Fielen. Da hat es so ein bisschen alles drin. Also wenn ihr keine Werkzeugrolle mitnehmt, nehmt den Leatherman mit so einem schönen Lederetui am Gürtel. Oder ich habe es zum Beispiel im Auto am Schaltknauf dran. Das habe ich immer dabei. Das ist eine super Sache. Dann natürlich eine Auswahl Gabelschlüssel. Oder? Ihr seht, bei mir ist das recht eine bunte Mischung. Das kaufe ich nicht, da gehe ich einfach auf den Flohmarkt und kaufe mir gebrauchtes Werkzeug. Und zum Teil habe ich es auch doppelt. Also man hat sicher dabei 7-8 mm für den Nippel der Schaltung. Und dann klar 8, 9, 10, 11, 12, 13. Früher hat es eben noch so recht coole Sachen gegeben. Das ist zum Beispiel 9 und 11. Und das hier ist 10, 13. Also da hat man wirklich mit 2 Werkzeugen deckt man relativ viel ab. So Zeug kann man sowieso nie neu kaufen, aber auf den Flohmärkten gibt es immer irgendwo so Kistchen, wo man so Werkzeuge zusammensuchen kann. Dann kommt man schon recht weit. Ja, ich muss einmal da die grossen und die kleinen ein bisschen zusammen. He? Gut. Der berühmt-berüchtigte, bei uns heisst er ja Engländer. In einer Werkstatt hat das eigentlich nicht viel verloren, außer vielleicht zum irgendetwas beugen oder heben oder zum mit dem Grösseren ein Bier aufmachen. Aber zum Mitnehmen und zum Improvisieren und zum Basteln und irgendeine exotische Mutter lösen, durchaus. Dann noch ein bisschen ölen, die gerne rosten und dann klemmen sie und den packen wir ein. Schraubenzieher bin ich jetzt sehr minimalistisch unterwegs, aber ein Dreier flach und ein Kreuzschlitz. Das ist das absolute Minimum. Bei der Vespa ist zum Teil ja noch der Schlüssel dabei mit dem Griff, wo man den Einsatz so rausziehen und kehren und wieder rein tun. Wenn ihr so einen habt, mitnehmen, der ist auch ziemlich gut. Das brauchen wir übrigens auch für so Rohrschlüssel. Statt Ratchenset nehme ich so Rohrschlüssel mit und den Schraubenzieher den brauchen wir dann, um die Schlüssel zu bedienen. So Rohrschlüssel, die brauchen nicht viel Platz, die sind relativ leicht und die gibt es zum Teil auch doppelseitig. Die brauchen wir zum Rädchen wechseln, 13er. Bei der alten Vespa, wenn ihr eine französische Acma habt, 21 und wenn ihr eine italienische Vespa habt, 22 mm für die grossen Radmutter. Und die kann man auch noch als Kerzenschlüssel brauchen. Also die erfüllen viel Zweck
und brauchen relativ wenig Platz. Da müsst ihr halt wirklich einfach schnell schauen, was haben die für eine Vespa, was braucht ihr. Bis in, ich sage jetzt mal 1970er Jahre, ist ja 8 Schlüsselweite 14 sehr gängig in Europa. Also wenn ihr wirklich noch die alten Radmuttern habt, dann braucht ihr einen 14er Schlüssel oder ihr rüstet eure Vespa um auf 13er Muttern. Ein rechter Schweizer hat natürlich ein Sackmesser dabei. Auch das muss kein Victorinox ladenneue Multitool sein. Da kannst du auch auf dem Brocki für einen 10er oder für 20 Stutz kaufst du einfach so ein Sackmesser, das klassische, ein bisschen mit Zapfenzieher und ein bisschen Aalen und ein bisschen Schraubenzieher und 2 Messerchen. Da kannst du einfach etwas rumkaffeln und grübeln. Und wenn du willst, kannst du es auch noch jemandem schenken. Auch wenn es ein bisschen vergammelt ist, hat vielleicht noch jemand Freude an einem Schweizer Sackmesser. Vielleicht musst du noch dazu sagen, wie es auf Deutsch heißt. Keine Ahnung, was ist ein Sackmesser auf Deutsch? Taschenmesser. Ein Taschenmesser, gut. Für die Deutschen. Taschenmesser. So was hat er mit der Meier gesagt? Ja, Sackmesser. Also, ja. Das war seine Assoziation. Was machen jetzt die Schweizer wieder? Sackvergleich. Es ist nicht nur seine Assoziation, das ist das Problem. Ja, gut. Kommen wir zum Murksen. Eine Kombizange. Kombizange darum, weil die kann schneiden, die hat da in der Mitte einen gehauenen Griff und da vorne noch eine feine Fläche. Das einfach irgendein Brockenhaus-Exemplar. Das braucht man eigentlich nie, aber wenn man unterwegs ist, ist das wunderbar. Und natürlich die Rohrzange oder Kombizange. Auch die erweist dem ab und zu wirklich gute Dienste. Das hier, das hat sich auch schon mehrfach und tausendfach bewährt bei mir. Ein Teleskopmagnet. Da geht irgendwo beim Kupplungwechsel der Keil ins Getriebe, aber oder musst irgendetwas heben und deine Fingerchen sind zu wurstig, dann kannst du mit so einem Teleskopmagnet das Mütterli irgendwo, was in den Schlitz runtergefallen ist, im Senklochdeckel wieder rausfischen. Das brauche ich. Ja, das ist super. Was ich auch dabei habe, das hat aber da drin nicht Platz, das habe ich einfach sonst dabei. Das ist ein möglichst kleines, kompaktes Rätschenset. Wann aber bei der Vespa braucht man es eben wirklich ab und zu. Es geht bis 14 und nicht nur bis 13. Und es hat da eine ganze Auswahl an Schraubenzieher und Torx und Imbus und all die Sachen, die man braucht. Kleines, herziges Schächtchen, das habe ich immer dabei. Das ist sensationell. Jetzt sind wir eigentlich beim Werkzeug durch. Händchen, immer eine gute Sache. Und wenn die Hände trotzdem dreckig werden, dann habe ich da so ein Handputztüchlein dabei. Habe ich einmal per Zufall, das gibt es ja in diesen grossen Büchsen für die Handwerker, für den Lieferwagen, aber das gibt es eben auch in klein. Und das passt wirklich in jedes Handschuhfach. Und da hat es 18 Reinigungstüchlein drin. Hat jemand gezählt? Ja, steht da. Ja, ich bin 18. Gut, dann kommen wir zu den Ersatzteilen. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Ein Kerzenstecker. Die passen Kerzen, mindestens eine. Kerzenschäden sind relativ selten, aber eine solltet ihr dabei haben. Und das, was eigentlich am meisten Probleme macht, vor allem bei elektronischen Zündungen, das ist die CDI oder Zündbox. Bei Nasco, die ist bekannt, Flytec, die streikt gern, die ist obligatorisch. Wenn ihr eine PX fahrt, so eine Ducati-Zündung ist auch nie verkehrt. Also habe ich jemanden noch erlebt, dass man die wechselt. Wenn ihr Unterbrecherzündungen fahrt, nehmt ihr eine Originalzündspule mit. Vor dem Unterbrecher, vor dem Kondenser eine Zündspule. Das habe ich immer dabei. Ein Kupplungskabel, ein Schaltkabel und 2 Gaskabel. Das ist jetzt, weil an meiner GS ist mir wirklich jedes Mal, wenn ich eine grössere Tour fahre, ist mir ein Gaskabel. Darum habe ich jetzt gerade 2 dabei. Eins lange zum Anfangen. Und dann irgendein so ein Schnupfdöschen mit
Schraubnippel und ich habe da immer einfach noch Mutter in allen Grössen, Stoppmutter, Unterlagescheibli, Schrauben, also die fülle ich wirklich die Döschen einfach mit so Eisenwaren, mit so Kleinteilen, oder? Weil dann kann man auch gut improvisieren und da sagen wir mal so einen Nippel irgendwo am Strassenrand eben genau beim Senkloch runterfällt, ist man wirklich froh, wenn man die alle dabei hat. Also da würde ich wirklich die ganze Auswahl für die Kupplung, für das Gas, alles was es an Nippel gibt, packen einen, zwei ein. Die retten schon fast Leben. Dann schmieren und salben. Das sind eigentlich Werkzeugdosen. Und da habe ich einfach Fett drin. So eine Portion Fett langt also sehr, sehr weit. Und irgendetwas Flüssiges. Das ist jetzt Brunox, das ist irgendeine Konkurrenz von WD-40. So auf Zweiradmessen werden die kleinen Müsterchen immer verschenkt. Nehmt die mit, die sind super. Da habt ihr auf wenig Platz habt ihr einfach ein gutes Schmiermittel dabei. Und jetzt... Geheime Box. Ja, also es sind ja auch Werkzeugboxen. Man sieht, ich bin Maschinenmechaniker. Das ist schon weit herumgekommen und entsprechend sieht es aus. Aber ich packe es jetzt aus. Das ist wirklich... Das hier ist eine Silikonpaste zum Abdichten. Ich meine, das braucht man jetzt nicht jeden Tag, aber das habe ich auf meinen grossen TÜV-Reisen dabei gehabt. Darum sieht es auch schon ziemlich mitgenommen aus und ihr seht, ich habe es auch gebraucht. Und das Coole an diesem ganz speziellen Produkt da ist, wenn man es trocken montiert, dann tut es nicht nur abdichten, sondern es tut wie auch verkleben. Und wenn man es wieder öffnen will, dann muss man auf Dichtfläche einen ganz feinen Film Öl drauf tun und dann erst mit dem abdichten. Dann ist es dicht, aber man kann es wieder auseinandernehmen. Das war ziemlich überzeugend. Das habe ich gerne dabei. Und das hier, das ist 2K Knettmetall. Das ist eine Epoxy, eben ein Zweikomponent. Wenn man es zusammentut, dann tun sich die Epoxyharze aushärten. Ja, das ist jetzt zum Beispiel Aluminium Knettmasse, also da hat es irgendwelchen Aluminiumstaub drin. Also wenn es einem wirklich mal einen richtigen Ecken irgendwo rausschlägt und das Öl rauslüttert, können Sie es mit dem noch zukleben. Das ist jetzt nicht unbedingt für eine Wochenendausfahrt, aber das ist einfach meine Werkzeugauswahl, wenn ich mit dem TÜV auf Indien gefahren bin. Dann hat man so Zeug dabei. Zu guter Letzt, oder? Einfach so Kabelbinder, mega gut. Ein bisschen dickerer Draht und ein bisschen dünnerer Draht. Und das da, das habe ich auch immer dabei, das ist sensationell. Da kann man sich Kabelbreite in jeder Länge selber machen. Also es ist einfach das Band und der Verschluss und dann hält man sich das ab in der Länge, die man braucht. Da kann man sich einen Kabelbinder, da kann man irgendwelche abgerissenen Auspüffe und einfach, da kann man nach Herzenslust alles irgendwie wieder zusammenbinden, was ein bisschen heben muss. So sieht das aus. Das ist das, was ich ungefähr dabei habe. Das hat sich alles eigentlich sehr bewährt. Also das ist nach wie vor bei meiner Alltags-Vespa fix im Handschuhfach. Das nehme ich schon gar nicht mehr raus. Es sei denn, ich gehe mit einem anderen Fahrzeug. Dann, ich habe das wirklich einfach in meiner Werkzeugrolle drin und das Werkzeugset, das packe ich ein und dann bin ich eigentlich schon ready. Was ich noch empfehlen kann, und in gewissen Ländern ist es Vorschrift, das ist eine kleine Notfallapotheke. Da gibt es auch so relativ kompakte für Motorradfahrer. Das wär's. Jetzt müssen Sie nur noch kaufen, die Taschen. Dann sind ihr glücklich und wir sind es auch.